Thomasmesse ist eine Einladung. Eine Einladung dazu, Gott auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen. Eine Einladung dazu, sich berühren zu lassen, etwas zum Anfassen zu haben, etwas niederzuschreiben, Gebet zu empfangen oder auch sich in etwas zu üben, was auch in der Passionszeit große Tradition hat, nämlich das Schweigen. Innezuhalten und zu hören, was Gott hat. Ihr könnt diese Zeit so nutzen, wie ihr sie gleich für euch gut braucht. Wer sitzen bleiben mag, kann das tun. Wer das nicht möchte, wer auch das als einen Wandelgottesdienst begreifen möchte, eine Zeit, wo man einfach mal durch den Raum gehen kann, auch das ist eine Form des Gebets, was wir sonst im Pilgern auch viel erleben, im Gehen zu beten, in einer anderen Gebetshaltung. Auch das dürft ihr hier gleich tun. Ich möchte ein Wort explizit verlieren zu der Fußwaschstation, weil das vielleicht etwas ist, was dem einen oder anderen ein bisschen befremdlich vorkommt. Auch das hat eine ganz lange Tradition. Ich habe an dieser Säule dort vorne auf der anderen Seite ist der Text aus dem Johannesevangelium, wo Jesus am Gründonnerstag seinen Jüngern die Füße wäscht. Und man kann mal so mit Petrus mitempfinden, der das erst ganz befremdlich empfindet. Und dann macht ihm Gott deutlich, ich möchte das für dich tun. Es ist ein Zeichen auch meiner Hingabe, dass ich das jetzt für dich tue. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Boten, zwischen einem Diener und dem Herrn. Daraufhin möchte dann Petrus direkt, dass der Herr ihn doch bitte einmal komplett wäscht. Und dann erinnert ihn Jesus daran, dass er in seiner Nachfolge schon reingewaschen ist, dass es lediglich seiner Füße noch bedarf, zu sagen, die waschen wir als Zeichen dieser Hingabe. Ich habe das erlebt auf einer Jugendfreizeit. Judith Neumann hat es damals vorgestellt und es war für mich tatsächlich ein ganz wunderbarer Dienst, mutig zu sein an so eine Station, weil man dann ja tatsächlich auch etwas ablegt. Man zieht seine Schuhe aus, man zieht seine Socken aus und dann gibt es dort ein Wasserbecken mit warm temperiertem Wasser. Ich werde diese Station gleich selbst machen. Das heißt, wer zu dieser Station kommen mag, wer mutig ist, das zu tun, der legt seine Schuhe ab, seine Socken ab und dann darf er die Füße ins frische Wasser tauchen. Ich stelle dann immer noch die Frage, ob jemand vielleicht an den Füßen ein bisschen empfindlich ist, damit derjenige sich auch wohlfühlen kann. Und dann werde ich die Füße waschen. Ich werde die Füße dann entsprechend abtrocknen, sie einmal eincremen und dann kann derjenige gesegnet wieder gehen. Jeder bekommt frisches Wasser, jeder bekommt ein frisches Handtuch und dann könnt ihr das einmal so wahrnehmen, wenn ihr das möchtet. Es ist sehr, sehr mutig, aber wir sind ja auch da, um Mut zu erproben. Bitte schaut für euch persönlich, was ihr persönlich braucht und dann könnt ihr die Station so wahrnehmen, wie ihr das gerne möchtet. Ich lade auch noch mal ein, sich hier vorne eine Bibel zu nehmen. Da ist der Perikopentext nochmal dargelegt, der steht in Lukas. Da geht es in der Geschichte darum, dass Jesus von 3 Menschen angesprochen wird, die ihm nachfolgen wollen. Und auch da geht es um Mut. Zweimal wird Jesus angesprochen und die Leute sagen, ich möchte dir nachfolgen, aber bitte lass mich doch vorher noch jemanden bestatten, bitte lass mich doch noch Abschied nehmen. Und Jesus verweist dann immer darauf, dass wenn du nachfolgen möchtest, du es mit vollem Herzen tun sollst. Und einmal, das ist in der Mitte der Geschichte, spricht Jesus jemand anderen an und sagt, folge du mir doch nach. Und dieser jemand hat auch eine Ausrede oder gute Gründe, um zu sagen, das möchte ich jetzt gerade noch nicht. Ich möchte erst auch noch jemanden bestatten. Und Jesus spricht ihm dann aber zu, erledige mal deine Sachen, aber ich berufe dich in den Dienst. Verkündige du das Reich Gottes. Wir haben jetzt eine Zeit von ungefähr 20 Minuten. Es läuft Instrumentalmusik. Ich würde euch bitten, einmal zu Beginn dieser Zeit einmal aufzustehen. Und dann lasst uns gern zusammen einmal das Vaterunser beten. Und ab dann entscheidet ihr für euch, wie ihr diese Zeit nutzen wollt.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eine gesegnete Zeit euch. Wer in dieser Zeit merkt, ich brauche Gebet, der kann entweder dort an die Segnungsstation zu Rolf gehen oder auf die andere Seite, dort sitzt Hedda, und für sich beten lassen, sich segnen lassen. Nutzt die Zeit.